Hi liebe Moonies und willkommen zu diesem Video. Der Sailor Moon S-Movie ist der einzige der 3 Filme zum 90er-Anime, die auf einer Manga-Geschichte basiert. Kaguya Hime no Koibito, auf Deutsch Prinzessin Kaguyas Geliebter. 2021 gab es sogar eine Musical-Adaption dazu. Und deshalb möchte ich heute mal alle 3 Versionen vergleichen und schauen, was es so für Unterschiede gibt. Eigentlich sollte das hier ein Ranking werden, wie ich es auch schon für andere Sailor Moon Arcs gemacht habe. Aber es fiel mir ziemlich schwer und es sind hier sowieso nur 3 Versionen, deshalb wird es jetzt einfach ein Vergleichsvideo. Meine Meinung zu den Änderungen werde ich natürlich trotzdem immer wieder einstreuen. Also, zuerst machen wir mal Anime vs. Manga. Und direkt der Anfang ist unterschiedlich. Im Intro des Films machen die Mädels einen Einkaufsbummel. Im Manga feiern sie eine Geburtstagsparty für Makoto und Minako. Es sind beides schöne Szenen, auch wenn das mit der Party etwas seltsam ist, denn Minako hat im Oktober Geburtstag und Makoto im Dezember. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Naoko Takeuchi darauf kam, weil Makotos und Minakos Synchronsprecherinnen am selben Tag Geburtstag haben und es da vielleicht auch mal eine gemeinsame Feier gab. Dann wird Luna ja von einem Auto angefahren und von Kakeru gerettet. Im Anime hat das den Grund, dass sie krank ist und sich deshalb nicht konzentrieren kann. Sie wird dann auch etwas länger bei Kakeru gepflegt und die Senshi suchen sie schon. Im Manga will sie Artemis abholen, aber wir erfahren, dass sie diesen Weg nicht gerne geht, weil ihr dort damals diese fiesen Kinder das Pflaster auf die Stirn geklebt haben. Und genau das passiert jetzt wieder. Deshalb ist sie desorientiert. Finde ich eigentlich eine interessante Idee, diese Sache aus dem ersten Kapitel nochmal aufzugreifen. Luna kann hier offenbar etwas schneller nach Hause, aber kommt später wieder, um Kakeru das Taschentuch zurückzugeben, das er um ihre verletzte Pfote gebunden hat. Und wie im Anime kommt sie von da an öfter zu ihm und verliebt sich in ihn. Die Mädels merken das natürlich auch. Und was mich überrascht hat, wenn die Senshi im Film über Lunas Verliebtheit sprechen, ermahnt Minako die anderen, auf Artemis Gefühle Rücksicht zu nehmen. Im Manga ist sie dagegen gemein zu ihm und sagt ihm, er soll sich bei Luna mehr anstrengen. Normalerweise würde ich es ja andersrum vermuten, weil im Anime oft genug Witze auf Artemis Kosten gemacht werden, deshalb war das ja eine willkommene Änderung. Allerdings wird das mit der Liebe sowieso nichts, denn Kakeru hat eine Freundin, Himeko. Und sie ist wahrscheinlich die Figur in der Geschichte, die am meisten verändert wurde. Im Film gibt es einen Konflikt zwischen ihr und Kakeru, denn er glaubt an eine Prinzessin Kaguya auf dem Mond und ist generell sehr träumerisch, obwohl er Wissenschaftler ist. Himeko hingegen hält das alles für Quatsch, weshalb es mehrmals Streit gibt. Sie ist eher die kühle Realistin. Im Manga unterstützt sie ihn und glaubt auch an Kaguya, oder schließt ihre Existenz zumindest nicht aus. Sie haben sich nämlich als Kinder das Versprechen gegeben, eines Tages zum Mond zu fliegen und nachzusehen, ob es sie gibt. Die beiden sind einfach ein süßes Paar. Nur einmal gibt's einen kleinen Streit, weil Himeko es traurig findet, dass Kakeru seinen Traum, Astronaut zu werden, aufgegeben hat. Aber es gibt da keinen größeren Konflikt zwischen den beiden. Tatsächlich sind es ja andere Wissenschaftler, die sich über Kakerus Träumereien lustig machen. Im Anime ist er ja allein in dieser Sternwarte oder was das ist, während er im Manga zu einer ganzen Crew an Bodenpersonal gehört. Eigentlich hätte ich es andersrum passender gefunden, weil in dieser Manga-Story Einsamkeit eine große Rolle spielt, aber naja. Zurück zu Himeko. Generell habe ich das Gefühl, Himeko ist etwas aktiver im Manga. Zum Beispiel zerstört sie den bösen Kristall von Snow Kaguya, den Kakeru ja am Anfang gefunden hat. Im Anime holt Kaguya sich den einfach zurück. Und noch ein Unterschied in Bezug auf Himeko: Irgendwann trifft sie auf Sailor Moon und sie tauschen Informationen aus. Sie erfährt, dass eine außerirdische Lebensform hinter Kakeru her ist und dass Luna sprechen kann. Zwar weiß sie nichts von Moons wahrer Identität, aber trotzdem kommt es nicht oft vor, dass die Senshi normale Menschen in die Geschehnisse einweihen. Ich find's echt cool. Im Anime versucht Usagi in Zivil Himeko zu warnen, aber die glaubt ihr natürlich nicht. Das ist ja auch verständlich, aber trotzdem wirkt die Himeko im Manga auf mich insgesamt sympathischer. Früher fand ich den Konflikt mit ihr und Kakeru im Anime interessanter, einfach weil wir da diese 2 Sichten auf die Wissenschaft haben. Aber wenn ich so drüber nachdenke, gefällt mir die Darstellung im Manga besser. Es wirkt erwachsener. Nicht nur, weil wir eine schöne Beziehung gezeigt bekommen, sondern auch, wie das Ganze aufgelöst wird. Im Film sieht Himeko am Ende ein Licht über den Mond fliegen und ist von da an überzeugt, dass es Prinzessin Kaguya geben muss. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, was es wirklich war. Vielleicht sollen es Luna und Kakeru sein, die vorbeifliegen, aber dann finde ich es etwas seltsam dargestellt. Jedenfalls gibt es hier ein klares Himeko hat Unrecht. Im Manga wird für die beiden nicht aufgelöst, ob es Prinzessin Kaguya gibt. Luna sagt Kakeru, er soll mit Himeko zum Mond fliegen und es selbst herausfinden. Also das ist dann seine Motivation, weiterzumachen. Ich habe das Gefühl, im Anime wurde das Ganze etwas einfacher und klarer dargestellt für die Kinder. Ähnlich ist es bei Kakerus Krankheit. Im Anime ist es der Kristall, der ihn krank macht. Fertig.
Im Manga hat er schon vorher eine Herzkrankheit und ich würde sagen, Snow Kaguya kommt zu ihm, gerade weil es ihm schlecht geht, auch psychisch. Denn sie versteht Kakerus Einsamkeit, weil sie auch lange einsam war und jetzt will sie ihn als Gefährten. Ich denke, sie soll hier auch ein bisschen das Gegenstück zu Luna sein, was unerwiderte Liebe angeht. Denn Kaguya will Kakeru ja auch haben, aber auf eine sehr besitzergreifende Art. Luna muss aber lernen, ihn loszulassen und Himeko als seine Partnerin zu akzeptieren. Zugegeben, besonders viel wird auf Kaguyas Seite aber nicht auf das Liebesthema eingegangen. Im Anime ist sie gar nicht speziell hinter ihm her, sondern will nur den Kristall zurück. Ich habe aber noch eine andere Interpretation für den Manga. Ich glaube, dass Kakeru vielleicht Depressionen oder andere psychische Probleme hat und Kaguya das als Metapher darstellt. Seine Welt wird literally immer kälter und friert ein. Aber wie komme ich auf Depressionen? Es gibt eine Szene, in der Kaguya ihn holen will und ich zitiere jetzt mal seine Reaktion. Werde ich bald sterben? Keine Sorge, meine Eltern sind lange tot. Mich wird niemand vermissen. Ich habe nichts zu bedauern. Du kannst mich jederzeit mitnehmen. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass es dem Jungen psychisch gut geht. Er muss am Ende seinen Lebenswillen wiederfinden, einen Grund weiterzumachen. Und das sind natürlich Himeko und sein Traum. Also hier ist er es eher, der von etwas überzeugt werden muss, nicht sie. Das mit der Depressionsmetapher ist allerdings nur meine Interpretation, ne? Das muss nicht unbedingt so gemeint sein. Und wenn wir schon beim Thema Glauben sind, im Anime ist es so, dass außer Luna niemand Kakeru glaubt, dass er diesen Kometen gesehen hat. Das finde ich etwas besser als das Hin und Her im Manga. Sowohl die NASA als auch die Senshi bemerken den Kometen, aber dann verschwindet er, weil sich Kaguya irgendwie tarnt und alle denken, er sei keine Bedrohung mehr. Aber Überraschung, am Ende ist er doch wieder da und eben schon gefährlich. Fand ich ein bisschen unnötig. Und generell hat die Manga-Story an manchen Stellen ein bisschen unnötiges Hin und Her. Zum Beispiel ist Himeko am Anfang in der Auswahl für diesen Mondflug, dann wird sie aber abgelehnt wegen Sexismus. Ihr wird nämlich gesagt, sie soll lieber heiraten. Wow. Dann wird aber überraschend die Crew vergrößert und sie darf doch mitfliegen. Aber ihre Rakete soll jetzt den Kometen sprengen? What? Also ich kenne mich da ja nicht aus, aber irgendwie bezweifle ich, dass die NASA das so machen würde. Man funktioniert doch nicht einen normalen Mondflug mit Besatzung zur Sprengungsmission für einen Kometen um, oder? Am Ende kann der Flug dann erstmal nicht starten, also wird Himeko doch nicht fliegen. Aber halt, Sailor Moon zerstört den Kometen, also wird kurzerhand der Sprengstoff entfernt und sie fliegen doch zum Mond. Natürlich geht das so einfach. Übrigens, während Himeko offenbar schwanger ist. Zumindest erwähnt sie am Ende so etwas. Klingt jetzt nicht nach einer guten Idee, so in den Weltraum zu fliegen. Naja, alles ziemlich weird. Im Anime ist sie einfach von vornherein für das Projekt ausgewählt, fertig. Und von der Gefahr wissen die da ja nix. Ebenfalls ziemlich weird und unnötig ist eine Szene, in der Luna Kakeru in die USA folgt. Und zwar auf dem Flugzeugflügel sitzend. Klar, natürlich kann sie das. Und es trägt nicht mal irgendwas bei, denn bald darauf bricht Kakeru zusammen und muss zurück nach Japan. Ich bin ziemlich sicher, diese Szene ist nur drin, weil Naoko Takeuchi selbst zur Recherche im Kennedy Space Center war und einen Raketenstart beobachtet hat. Davon erzählt sie im Nachklapp der Geschichte, zumindest in den beiden älteren Manga-Versionen. Und bestimmt wollte sie diese Erfahrung gerne einbauen. Fun Fact: Das war nicht das Einzige, das sie aus ihrem Leben eingebaut hat. Bei den Designs von Snow Kaguya und den Schneetänzerinnen zum Beispiel hat sie sich an Figuren aus Antiquitätenläden orientiert, die sie gekauft hat. Also die Figuren natürlich, nicht die Läden. Aber zurück zum Thema. Es hat also auch Vorteile, dass der Anime ein bisschen was vereinfacht oder gekürzt hat. Generell habe ich das Gefühl, das Pacing ist im Film besser. Mit seinen circa 60 Minuten Laufzeit wirkt er nicht langatmig und das könnte gerade bei so einer Story, wo es viele ruhige Szenen mit Kakeru und Luna gibt, schon passieren. Deshalb fand ich es auch eine gute Idee, dass der Film ein bisschen mehr Action reingebracht hat. Im Manga passiert vor dem Finalkampf nicht viel an Senshi-Action. Sailor Moon stürmt einmal ins Krankenhaus und vertreibt Kaguya mit einer Attacke. Und dann teleportieren sich mal die Outers zu Kaguya, prallen aber komplett an ihr ab und werden sehr schnell wieder zurückgeworfen. Im Anime gibt's ziemlich früh eine recht ausführliche Kampfszene gegen die Snowdancers. Erst kämpfen die Inner Senshi, dann kommen die Outers dazu, dann gibt's noch eine ganz witzige Szene mit Moon und Chibi Moon und dann kommt noch die Szene, in der Tuxedo Mask als Weihnachtsmann angeflogen kommt. Die ergibt zwar wenig Sinn, aber ich feiere sie. Sie ist ikonisch. Das gibt's im Manga leider nicht. Es wird aber mal über Weihnachten gesprochen. Und was dafür im Film gar nicht so richtig rauskommt, ist, dass Lunas Verwandlung in einen Menschen eigentlich ihr Weihnachtsgeschenk war. Chibiusa hat nämlich erzählt, dass bei ihr zu Hause an Weihnachten eine Hauptperson ausgewählt wird, die dann von allen ein Geschenk bekommt. So hat sie Diana bekommen. Und dieses Jahr soll Luna die Hauptperson sein. Das finde ich eigentlich echt süß.
In Japan ist Weihnachten ja auch eher ein Pärchenfest, also passt die romantische Szene mit Menschenluna als Weihnachtswunder. Aber wir waren ja eigentlich beim Thema Kampfszenen. Der finale Kampf gegen Snow Kaguya wurde auch etwas geändert und ausgebaut. Im Manga läuft er folgendermaßen ab. Die Senshi kreuzen zusammen auf, aber die Outers bringen erstmal Kakeru ins Krankenhaus. Die Inners werden derweil eingefroren, während sie schöne Träume von ihren Liebsten an Weihnachten haben. Kaguya sagt, so müssten sie nie mehr einsam sein. Wie gesagt, Einsamkeit ist hier irgendwie ein großes Thema. Dann kommen aber die Outers zurück und befreien die anderen. Tuxedo Mask und Chibi Moon kommen auch und vernichten ein paar Snowdancers. Dann vereinen alle ihre Kräfte, sodass sich Moon in Super Sailor Moon verwandeln kann. Und mit ihrer Attacke war's das dann für Snow Kaguya. Also ja, wie im Manga üblich geht alles ziemlich schnell, aber ist trotzdem eine gute Kampfszene, würde ich sagen. Übrigens erfahren wir hier auch ein bisschen mehr Backstory von Snow Kaguya. Nämlich war sie vor 4,5 Milliarden Jahren schon mal da und wurde von einer ähnlichen Kraft wie dem Silberkristall vertrieben. Damals ist das Sonnensystem gerade erst entstanden, beziehungsweise wird sogar angedeutet, dass sie was mit der Entstehung zu tun haben könnte. Was genau das alles bedeutet, weiß ich aber leider nicht. Es ist ziemlich vage, aber interessant. Im Anime wird nicht genau gesagt, wann Kaguya das erste Mal hier war. Aber wie ist denn nun der Kampf im Film? Erst kämpfen die Outers gegen Snowdancers, dann kommen die Inners zu Hilfe. Und schließlich hält Sailor Moon einen sehr schönen Monolog. Snow Kaguya will ihr alles einfrieren, sodass niemand mehr leiden muss. Aber Moon entgegnet, dass Leid zum Leben dazugehört, aber Glück und Freude ebenso und dass das Leben trotzdem wertvoll ist. Das ist auch irgendwie die Antwort an Luna, die zuvor vor Liebeskummer geweint hatte und am liebsten ihre schmerzhaften Gefühle loswerden wollte. Mir kommt übrigens gerade die Idee, wäre es nicht voll passend gewesen, wenn Kaguya versucht, Luna auf ihre Seite zu ziehen und weil Luna am liebsten gar nichts mehr fühlen würde, stimmt sie zu? An dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, dass das Musical sogar eine Fortsetzung bekommen hat, nämlich das Musical Festival Chronicle. Und da brainwasht Kaguya wirklich Luna. Allerdings ist da diese Kakeru-Sache ja schon vorbei und man macht nicht ultra viel draus. Aber ist trotzdem interessant, dass es eine kleine neue Story gab. Und auch diesen Konflikt im Anime von Stillstand versus Leben finde ich sehr interessant. Darauf hätte man ruhig noch mehr eingehen können. Es erinnert mich auch an den letzten Manga-Arc, in dem es eine sehr ähnliche Botschaft gibt, Stichwort Sailor Cosmos und so. Hier in der Kaguya-Geschichte wird das im Manga aber höchstens angerissen und nicht wirklich beleuchtet. Auch im Anime-Film wird Moon dann zu Super Sailor Moon, aber erst danach bündeln alle ihre Kräfte in ihr. Das braucht sie ja hier für die Verwandlung nicht. Und ich find's eigentlich so ein bisschen schöner, weil man das Gefühl hat, die anderen Senshi tragen zu Kaguyas Niederlage mehr bei. Und das Kräftevereinen ist auch die Ausrede dafür, warum Moon nicht stirbt, obwohl sie den Silberkristall eingesetzt hat. Ja, das ist dann wiederum ein bisschen schwach. Spätestens hier merkt man, dass diese Änderung, dass die volle Kraft des Silberkristalls sie umbringt, eher Probleme verursacht als löst, weil man sich jedes Mal eine neue Erklärung aus den Fingern saugen muss, warum sie jetzt doch nicht stirbt. Danach kommt dann die Szene mit Lunas Menschenform, über die haben wir schon gesprochen. Und Kakeru wacht im Schnee wieder auf. Er ist nämlich rausgegangen, um Himeko zu warnen und dabei zusammengebrochen. Im Manga wird er kurzzeitig von Kaguya aus dem Krankenhaus geklaut, aber von den Senshi zurückgebracht. Die Ärzte sagen, dass er diese Nacht vielleicht nicht überleben wird. Also in beiden Fällen braucht er Luna, um ins Leben zurückzukommen. Die Flughafenszene, wo Kakeru und Himeko sich wieder treffen, gibt's im Manga nicht. Also auch nicht diesen Moment, wo Luna die Schleife um das Konpeito wickelt und Himeko zuwirft. Die finde ich symbolisch sehr schön und die ist mir früher nie aufgefallen. Dafür ist die Endszene mit Artemis im Manga niedlicher, denn er hat die ganze Nacht im Schnee auf Luna gewartet. Oh. Und eine letzte Sache habe ich noch zum Thema Anime vs. Manga. Was ich in der Manga-Version schön finde, ist, dass die Outer-Senshi öfters mal bei den anderen sind, also auch privat. Zum Beispiel bei dieser Geburtstagsfeier am Anfang, aber auch mal so. Im Film gibt's zwar keinen Beef zwischen beiden Gruppen, aber sie helfen sich eigentlich nur im Kampf und sind ansonsten fast immer getrennt zu sehen. Finde ich ja generell sehr schade im Anime. So, und dann kommen wir noch zum Musical. Das hält sich ziemlich nah an den Manga. Und da diese Manga-Geschichte deutlich kürzer ist als die Haupthandlungsbögen, musste man hier kaum was weglassen im Gegensatz zu anderen Sailor Muse. Man hatte sogar Zeit, Szenen auszubauen und Sachen hinzuzufügen. Schließlich ist es circa eine Dreiviertelstunde länger als der Anime-Film. Klar, man muss viele Songs unterbringen, aber das hilft ja auch, Szenen auszubauen. So kann man mehr Fokus auf die Gefühlswelten der Charaktere legen. Zum Beispiel wurde die Geburtstagsfeier am Anfang verlängert und wir sehen mehr davon, wie die Mädels feiern. Außerdem ist die Party jetzt nicht nur für Minako und Makoto, sondern auch für Setsuna. Damit wurde ein kleines Logikloch gestopft, weil Setsuna eigentlich zwischen den beiden Geburtstag hat. Unazuki, Artemis und Diana sind nicht anwesend bei der Party, dafür aber Hotaru.
Und die ist auch die ganze weitere Geschichte über dabei, im Gegensatz zu den anderen Versionen. Der Manga spielt ja nach dem Infinity Arc, da hätte Saturn keinen Sinn gemacht. Man fragt sich höchstens, warum Baby Hotaru nie erwähnt wird. Aber für so ein Musical kann man sie ruhig reinbringen. Sie macht zwar meistens das, was die anderen auch machen, aber es ist trotzdem schön, dass sie da ist. Artemis ist, wie gesagt, abwesend. Er ist nur mal als Projektion zu sehen und es wird über ihn geredet. Ich verstehe aber, dass man dafür nicht extra eine Schauspielerin casten wollte. Trotzdem fallen dadurch leider ein paar niedliche Artemis-Szenen weg, zum Beispiel die, in der er ganz viel Konpeito für Luna gekauft hat. Bei einer seiner Szenen bin ich aber ganz froh, dass die nicht drin ist, nämlich als er Nasenbluten bekommt, als er Menschen-Luna sieht. Ja. Hier noch 2 Sachen, die rausgefallen sind. Luna fliegt zum Glück nicht auf einem Flugzeugflügel mit, zumindest sehen wir das nicht. Die Amerika-Szene gibt es trotzdem. Und dann, was ein bisschen schade ist, Usagi nutzt nicht wie im Manga den Verwandlungsfüller, um sich Zutritt zum Krankenhaus zu verschaffen. Sie verwandelt sich nämlich in die Ministerin für Wissenschaft und Technik, weil das zum Thema Weltraumerschließung passt. Was hat das mit einem Krankenhaus zu tun? Quasi gar nichts. Aber es ist ja ein kleiner Running Gag, dass diese Verwandlungen nicht immer Sinn machen. Aber das sind beides so Sachen, die in einem Musical schwierig oder aufwendig umzusetzen wären, deshalb ist das schon okay. Hinzugefügt wurde dafür was bei den Kampfszenen, was ich ja schon im Anime eine gute Idee fand. Als Kaguya zu Kakeru ins Krankenhaus kommt Moon nicht allein, sondern bringt gleich die Inners mit und es gibt dann einen Kampf gegen die Snowdancers. Allerdings sieht es am Ende gar nicht gut aus und sie werden eingefroren, aber da kommt Tuxedo Mask und rettet den Tag. Yay! Danach trifft Himeko nicht nur Sailor Moon, sondern auch die anderen Senshi. Nice! Die darauf folgende Szene mit den Outers bei Kaguya läuft ähnlich erfolglos wie im Manga. Hinzugefügt wurde allerdings, dass sie auch eingefroren werden. Saturn kann sich aber losreißen und die anderen mit einer Attacke befreien. Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, das gilt generell, dadurch, dass sie ein Lied singen, hat man das Gefühl, dass sie mehr machen. Nicht zuletzt, weil es die Szene verlängert. Wenn ihr mich vor diesem Videoprojekt gefragt hättet, ob die Outers da eigentlich was reißen, hätte ich gesagt, keine Ahnung, daran erinnere ich mich nicht, aber ich weiß noch, dass sie einen coolen Song hatten. Im finalen Kampf kommt Luna auch dazu, obwohl sie von den Snowdancers angegriffen wird. Im Original ist sie bei Kakeru im Krankenhaus. Da geht sie später auch hin, denn Kakeru wird erst gegen Ende des Kampfes von Tuxedo Mask und Chibimon hingebracht. Bis dahin ist er entweder in Kaguyas Fängen oder bewusstlos. Dann werden alle Sailor-Kriegerinnen eingefroren, also auch die Outers. Zur Rettung kommen dann Tuxedo Mask und Chibimon, die das Eis aufbrechen. Im Manga waren es ja die Outers und die anderen beiden haben danach die Snowdancers besiegt. Zuvor singt Luna aber noch ein ermutigendes Lied. Und man sieht zwar nicht genau, was es bewirkt, aber irgendwie scheint es zu helfen. Ich stell's mir so vor, dass es die Hoffnung der Senshi aufrechterhält, bis Chibimon und Tuxedo Mask eintreffen. Es ist eine sehr epische Szene, auch wie die Sailor-Kriegerinnen erst nur langsam unter Anstrengung aufstehen können, sobald das Eis zerstört ist. Und dann gibt's natürlich auch Super Sailor Moon, die am Schluss den Tag rettet. Aber das Sailor-Team kämpft im Weltraum nochmal gegen die Snowdancers, damit es ein actionreicheres Finale ist. Und es sieht aus, als würden die anderen Moon ihre Kraft für die letzte Attacke schicken, was mich ein bisschen an den Film erinnert. Joa, und das waren die Unterschiede. Ich würde sagen, insgesamt ist das Musical ein Upgrade zur Manga-Story und allein wegen der Songs schaue ich es gerne. Aber auch die Anime-Verfilmung hat ihre Vorzüge. Ich habe übrigens gelesen, dass der Grund für manche Änderungen im Film war, dass der Manga parallel entstanden ist und sie also nicht jedes Detail im Vorhinein kannten. Ist ja bei der gesamten Serie ein Problem gewesen, aber hier wahrscheinlich weniger als sonst, weil es ein großes abgeschlossenes Kapitel ist und nicht ein ganzer Arc, der über Monate verteilt erscheint. Außerdem erschien der Manga hier nur ein paar Wochen vorher, das geht ja noch. Bei der Serie waren es meistens ein paar Monate Vorlauf. Also, es ist definitiv eine besondere Geschichte. Zwar gibt es für mich spannendere Sailor Moon Stories, aber sie ist trotzdem interessant und ich find's schön, dass Luna mal mehr im Fokus steht. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet und was eure Lieblingsversion ist. Und wenn euch mein Vergleich gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.